Hallo liebe YouTube-Gemeinde, in diesem Video geht es jetzt weiter mit unserem Eibenbogen. Der braucht nämlich einen Griff und um diesen Griff geht es in diesem Video. Als allererstes möchte ich euch einmal einen Bogen von mir zeigen, den ich schon vor wirklich einigen Jahren gebaut habe. Und hier seht ihr, sind mehrere Schichten Holz aufgeleimt. So in etwa muss das auch bei dem Eibenbogen passieren. Und in diesem Video habt ihr sogar wieder die Wahl. Ihr dürft entscheiden, welches Griffholz ich auf diesen Bogen aufleime. Bevor wir aber zu der Auswahl der einzelnen Griffhölzer kommen, ich habe hier schon mal einige, die ich im Keller gefunden habe, bereitgelegt. Sowas Exklusives wie Berberitze ist zum Beispiel auch dabei. Ziemlich cool, weil ziemlich gelb. Bevor wir das Ganze machen, müssen wir als allererstes die Seite auf dem Bogenbauch plan schleifen. Denn auf der jetzigen Oberfläche hier, ich zeige euch das nochmal in Großaufnahme, da wird keine Leimung drauf halten. Also als allererstes mal mit dem Bleistift an der Seite angezeichnet, in welchem Bereich sich der Griff befindet, denn ich möchte auf keinen Fall zu viel Holz verlieren auf dem Bogenbauch. Auf diesem Bereich, den ich mir jetzt angezeichnet habe, müssen wir als allererstes plan schleifen und das passiert mit einem Bandschleifer. Für mich ist jetzt besonders wichtig, dass ich zwischen diesen beiden Punkten hier eine plane Fläche erstelle. Es nützt mir ja nichts, wenn die plane Fläche am Ende zwischen diesen beiden Punkten besteht oder vielleicht nur zwischen diesen beiden Punkten. Ich möchte so wenig Holz wie möglich verschenken. Deswegen fokussiere ich diese beiden Punkte, also die Enden der späteren Fade-Outs an und versuche dort eben diese plane Fläche zu erreichen. Wenn man mit dem Bandschleifer arbeitet, achtet darauf, ein Staubschutz ist auf jeden Fall angebracht. Kennen wir jetzt alle auch aus den Corona-Zeiten, sollte jeder zu Hause haben. Nutzt den einfach. Eibenstaub ist definitiv nicht ungefährlich, wie Staub generell. Sollte man nicht einatmen. Zwischendurch ist es gar nicht so schlecht, sich auf der Bauchseite immer mal wieder anzuzeichnen, wo überhaupt der Bereich liegt, den man schleifen möchte. Besonders gut ist es sogar, wenn man sich das Ganze einmal schwarz einfärbt, beziehungsweise mit Bleistift einmal vollkritzelt, damit man immer wieder sehen kann, wenn man den Bogen aufnimmt und den Bauch betrachtet jetzt hier, habe ich diese Fläche hundertprozentig plan geschliffen. So, die Fläche ist jetzt richtig schön plan, dass man auch optimal drauf verleimen kann. Wie das Ganze später aussieht, zeige ich euch nochmal. Anhand dieses alten Bogens hier. Es werden auf jeden Fall 2 Schichten auf diesen Bogen hier aufgeleimt. In der ersten Schicht werde ich vielleicht zur Stabilisation einen kleinen Trick anwenden, mehr dazu in den nächsten Videos. Und obendrauf kommt noch eine weitere Schicht, sodass wir dann am Ende 3 Schichten Holz haben. Den Originalbogen hier, eine Schicht Holz extra plus 2 Schichten Holz extra macht insgesamt 3 Schichten Holz. Ihr habt jetzt die Wahl zwischen verschiedenen Bogenhölzern bzw. Griffhölzern, die ich euch einfach einmal ganz kurz vorstelle. Wie ihr eben gehört habt, ich teile den Griffbereich jetzt in 2 unterschiedliche Schichten auf. Einmal die Schicht A, das ist die erste dünnere Schicht, die aufgeleimt wird, und dann eine Schicht B, das ist eine dickere Schicht, die dann wirklich die Schicht ist, die an oberer Stelle ist. Ihr habt also zweimal die Wahl, einmal im Bereich A und einmal im Bereich B. Im Bereich A kann ich euch Folgendes anbieten. Auf der ganz rechten Seite Nummer 1, das ist Eschenholz. Dann haben wir in der Mitte Nummer 2, das ist Robinie. Und wir haben ganz auf der rechten Seite Nummer 3, das ist ein Tropenholz, ich meine es war Massaranduba. Im Bereich B kann ich euch folgende 6 Hölzer anbieten. Wir haben hier vorne als Nummer 1 einen Goldregen, der ein bisschen heller gemasert ist als Nummer 2. Das ist auch Goldregen, dafür dunkler und einheitlicher gemasert. Dann haben wir die Berberitze in der Mitte, die ist gelb. Einmal hier in weiß unseren normalen Flieder aus dem Garten, schon lange abgelagert. Und hier hinten Nummer 5 und Nummer 6, das sind 2 Tropenhölzer. Ich gehe noch mal ein bisschen näher ran. Und diese Tropenhölzer sind ja ohne Namen, ich kenne sie nicht. Es gibt aber ein dunkles und ein etwas helleres gemasertes. Also im B-Bereich habt ihr die Wahl zwischen diesen 6 Hölzern.
So, jetzt habt ihr die Wahl zwischen den verschiedenen Griffhölzern im Bereich A und im Bereich B. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. A1 und vielleicht B2, sowas in der Art als Beispiel. Hier an der rechten Seite mein großes Bogenbau-Tutorial. Da erzähle ich sehr detailliert, wie man wirklich als Anfänger einen Bogen bauen kann. Und hier unten, falls das Video dann vorhanden ist, geht es weiter mit dem nächsten Teil in dieser Reihe. Bis dahin, macht's gut und baut weiter erfolgreich Bögen.